Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agentic Friday mit AI, dem Podcast rund um die spannenden Entwicklungen in der Welt der künstlichen Intelligenz. Mein Name ist Sebastian und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ein paar richtig coole Themen für euch heute wieder dabei, über die wir sprechen müssen. Angefangen damit, OpenAI expandiert mit einem Rechenzentrum nach Abu Dhabi. Nvidia plant einen speziellen KI-Chip für China, interessant. Und es gibt das erste Mal einen wirklich kostenlosen Kurs über mehrere Stunden, wie man eigene KI-Agenten baut, den wir sehr empfehlen können. Aber darüber möchten wir mit unserem Experten sprechen. Wir haben heute Robert Müller zu Gast, der uns seine Einschätzung zu den Themen ein bisschen geben kann. Robert, schön, dass du dabei bist. Ja, schön, dass ich dabei sein kann, ja, und so ein bisschen meine Gedanken heute vielleicht auch sortiert bekommen, ja, was da draußen eigentlich los ist. Ja. Es passiert wahnsinnig viel. Das ist wirklich. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. OpenAI. OpenAI plant laut Wall Street Journal den Aufbau eines großen Rechenzentrums in Abu Dhabi. Damit will das Unternehmen seine KI-Modelle weiterentwickeln und unabhängiger von US-Cloud-Anbietern werden. Das Projekt ist Teil einer Partnerschaft mit dem staatlichen Technologieunternehmen G42 aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja, wie ist so ein Schritt jetzt erstmal zu bewerten? Also man hört ja viel, dieses Thema unabhängiger werden von US-Cloud-Anbietern. Es scheint auch da in der Region jetzt groß zu werden, oder? Also ich finde das ja erstmal sehr interessant, wie Amerika das wieder tut. Ne? Da reist ja jetzt ja nicht nur der Mr. Trump und Sam Altman hin, sondern die ganze Wirtschaftsdelegation. Ja? Und warum reisen die da hin? Weil die halt Deals machen. Ja? Das heißt, die gehen dann hin und schütteln ein paar Hände und machen ein bisschen Politik. Und was könnte man denn da noch Grünes tun und jenes tun? Sondern die gehen da hin und sagen, passt mal auf, ihr habt Geld, ihr habt Öl, ja, wir haben Technologie, lass uns doch mal was auf die Beine stellen. Long story short. Ja. Aber also wie bewerte ich den Schritt? Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja. Ich finde den Schritt sehr, sehr spannend, weil natürlich Saudi-Arabien von den ganzen arabischen Ländern natürlich eines der größten dort unten auch ist. Ja. Und sie sitzen auf dem afrikanischen Kontinent, nicht weit von Afrika, nicht weit von Pakistan, Indien. Und wenn man sich das anguckt, so ein bisschen geopolitisch, ja, dann haben wir dort natürlich ein unglaubliches Potenzial an Innovationen, die wir dort in die Menschen reinbringen. Und sehr, sehr spannend vor allem, Sie sagen ja auch OpenAI für die Bevölkerung. Ja? Das heißt, das ist nämlich die Subline, die auch diese Woche nochmal aufgetaucht ist. Ja? Das heißt, OpenAI möchte gerne für die Bevölkerung in den Saudi-Arabischen Emiraten das zugänglich machen. Das heißt, das bedeutet, dort findet ein extremer Schub statt an sagen wir, AI-Natives, die da entstehen. Ja, so würde ich das mal bewerten wollen. Ja. Das heißt, da sind wir nicht bei den Digital Natives und Cloud Natives, da sind wir jetzt schon bei den AI-Natives. Ja. Und wenn nicht dort, wo sonst? Weil dort ist natürlich auch sehr, sehr viel Investitionskapital. Ne? Da haben wir noch das Öl, da haben wir aber auch ein Land, das sich sehr, sehr schnell auch bewegt, sehr, sehr schnell auch transformiert, ja, auch mit seinem Nachbarn, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja. So von daher würde ich sagen, ein toller Schritt. Ja. Warum nicht in Deutschland? Ja? Warum findet das nicht hier statt? Ja? Das ist die Frage. Dazu passt gut eine andere Meldung, die ich gelesen habe. Bei Reuters habe ich gelesen, Nvidia plant laut Reuters die Einführung eines günstigen Blackwell KI-Chips für China, um den US-Exportbeschränkungen zu begegnen. Das ist genau das Thema. Die neue Chip-Variante soll leistungsschwächer sein. Um den Auflagen zu entsprechen, wird voraussichtlich nach der für Ende des Jahres erwarteten Markteinführung des Blackwell-Chips verfügbar sein. Ja, Robert, geht wohl doch mit der Hardware. Geht irgendwie doch mit der Hardware, ja. Also auch hier, ne, das zeigt ja auch die Geschichte, ne? Also Innovation kennt keine Zölle, kennt keine Grenzen, ja. Also wenn Menschen miteinander Innovation machen wollen, dann da kannst du dich auf den Kopf stellen, ja. Und vor allem auch die Asiaten, die Chinesen vor allem, die machen das ja auch noch generalstabsmäßig geplant, ja, mit wiederum sehr viel Geld wiederum, ja, und einer extrem guten Ausbildung, sodass ich sage, ja, entweder dieser Chip oder irgendein anderer Chip kommt, ja. Und natürlich will Nvidia von diesem Kuchen etwas abhaben, ja. Und wenn der leistungsschwächer ist, dann wird es die Chinesen dann nicht aufhalten. Die holen halt dann statt einem Chip, holen sie halt dann 10, ja. Und das Geld haben sie und auch die Energie haben sie. Ne? Das heißt, die Energieversorgung in China ist halt einfach da. Ne? Die haben Kohle noch, ja, nicht so gut, aber das kriegen sie transformiert. Solaranlagen, Atomkraftwerke. Also das ist eigentlich eine überfällige, sage ich mal, News, die da gekommen ist, ne? Dass halt Nvidia es doch jetzt irgendwie hinkriegt. Ne? Und warum sollte man das aufhalten? Und wenn man versucht, das aufzuhalten, die werden sich da verbiegen und das irgendwie selber hinkriegen. Ja?
Das viel Spannendere finde ich halt dort in Asien, was ich auch die Woche gelesen habe. Mittlerweile gehen die da runter in die Grundschulen und teilweise auch runter in die Kindergärten und haben jetzt schon quasi per Standarddekret ausgerollt, dass die Kinder quasi schon eine AI-Grundausbildung bekommen. So. Okay. Ja, jetzt gucken wir mal wieder zu uns. Ne? Wo stehen wir wieder? Ja? Im Jahr 2025. Wo man vielleicht noch sagt, ja, so vielleicht sollte man mal über Programmieren sprechen mit den Grundschulkindern und so, ne? Das besprechen wir seit 20 Jahren, dass man das vielleicht tun sollte. Ja, genau. Ja, also das heißt, wir regulieren da wieder herum, ne? Und AI ist ja böse. Und, ne? Ja, natürlich gibt es dort auch Risiken, ne? War jetzt auch die Woche, ne? dass halt Jugendliche anfangen mit AI, ChatGPT halt zu chatten und das wie so eine Art Menschen auch zu sehen, ne? Also so einen virtuellen Menschen und der beeinflusst sich ja auch. Da müssen wir natürlich aufpassen als Gesellschaft. Aber ganz ehrlich, ne? Die Innovation wird das disruptieren und die Menschen werden das lernen. Und wenn die Asiaten, Chinesen da so vorgehen, ne, dann ist das natürlich wieder generalstabsmäßig geplant. Ne? Wie sie es beim Maschinenbau gemacht haben, ja? Wie sie es jetzt bei den Autos gemacht haben. Und jetzt machen sie es bei AI gerade so weiter. Ja? Das passt jetzt irgendwie auch ganz gut, weil wir jetzt wieder mehrere Themen gesehen haben, wo viel Geld reingegeben wurde, wo es sehr auf einer organisatorischen, auf einer großen Ebene, auf einer Business-Ebene gearbeitet wird. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir dann aber anschaue, wenn es zum Beispiel jetzt hier, ich habe ein Beispiel gefunden, ist ein YouTuber, der nennt sich Nate Herc und der hat quasi einen Kurs jetzt mal kostenlos verfügbar gemacht auf YouTube, der heißt Build and Sell N8N AI Agents. NAN kennt man ja so als Plattform, um AI Agents zu bauen. Und das ist jetzt wirklich wieder was, wo es darum geht, in einer Community die Automatisierung beizubringen, die Use Cases, die man damit machen kann. Und das ist eine Geschichte, was dann für mich total Open Source funktioniert, total unabhängig von großen Budgets und von großen Organisationen. Aber ist es die Zukunft, Robert, oder ist es einfach nur eine sehr frühe Phase, wo wir einfach so Einzeldisruptionsinnovatoren sehen? Also ich denke, N8N ist sehr weit vorne mit dabei bei dem Thema AI-Agents bauen. Ne? Man muss jetzt natürlich hingucken, was werden da für AI-Agents gebaut, ne? Kriege ich das auch schon in den Enterprise-Bereich, ne? Habe ich dort alles, dass dann auch große Unternehmen das wirklich in ihre Geschäftsprozesse einweben. Ne? Da hat, sage ich mal, Open Source schon noch so ein bisschen ihr Thema. Ne? Also wenn, dann halt eine Enterprise-Version einer Open Source-Version. Ne? Aber wenn man das jetzt mal andersrum betrachtet, finde ich das super, weil es zeigt erstmal, sage ich mal, der breiten Masse, was überhaupt möglich ist mit AI-Agents. Ne? Und das ist viel, viel wichtiger im Moment meiner Meinung nach, dass die Leute einfach verstehen, was da überhaupt möglich ist. Und zwar außerhalb von irgendwelchen Chats. Ne? Ich habe eine Frage, ich kriege eine Antwort. Ja? Das heißt, das ist super, super wichtig, weil es gibt dann auch im Grunde diese Acceleratoren in den Unternehmen, dass dort die ersten Menschen kommen und Mitarbeiter und sagen, hey, pass mal auf, ich habe da eine Idee, ich habe das Video gesehen, ich habe mich da informiert, guck mal, was da möglich ist, warum lösen wir das nicht mit? Ja? Und das ist, glaube ich, super wichtig. Ne? Also dieses Public Available Knowledge, Wissen, das muss jetzt auch in die breite Masse rein. Ne? Ja, Robert, jetzt haben wir uns viel unterhalten über viele aktuelle Themen. Jetzt sind wir nicht nur Leute, die in dieser Welt leben, die jetzt Agentic AI mitgestaltet, sondern auch strategisch verantwortlich für ein Unternehmen aus Deutschland, das eine iPaaS-Lösung anbietet, ne? Für viele Leute dafür steht, ja, wir kriegen Dinge orchestriert und unter Kontrolle, die da so passieren in Netzwerken, in IT-Architekturen. Wie gehen wir jetzt damit um? Also wie machst du das? Änderst du jede Woche deine Strategie, Robert? Genau, wie die Unterhosen, am besten jeden Tag. Ne? Also das ist ja schon fast genau so, wie du es beschreibst. Ja? Also bei den ganzen Entwicklungen müsste man tatsächlich fast schon jeden Tag seine Unterhosen wechseln. Aber was ist da das Wichtigste für so ein Softwareunternehmen, wie wir das sind? Ist im Grunde auf den Kunden zu hören und sehr eng mit den Kunden, mit den CIOs, also wirklich mit den verantwortlichen Managern, die nachher halt auch eine gewisse Komplexität in ihrer IT zu verantworten haben, weil halt auch das Geschäftsmodell vielleicht auch eine gewisse Komplexität hat, von Pharma über Fertigung, über Retail, Handel und so weiter. Und mit diesen Leuten zu sprechen und zu verstehen, wo die sich denn gerade befinden. Und erstens zu verstehen, haben die denn verstanden, was da eigentlich passiert im Bereich KI-Agenten? Ja? Und da ist das Bild sehr different. Ja? Also viele sind noch auf dem Weg der GPTs und Co-Pilots und so weiter, haben vielleicht ihre eigenen Wissensdatenbanken, Datenquellen angebunden, dass jemand da was fragen kann. Aber die wenigsten haben tatsächlich verstanden, was so KI-Agenten tatsächlich mittlerweile tun können. Und andere sind da schon sehr, sehr weit und haben ganze Kompetenzcenter gegründet, um zu automatisieren. Ne? Und das ist für uns natürlich sehr spannend zu verstehen,
bei den First Movern. Was sind denn da auch so die Bedenken? Was sind denn auch die Anforderungen? Ja, ganz oft hören wir das Thema Nachvollziehbarkeit, Governance, Compliance. Ja, das heißt, wir wollen verstehen, was KI-Agenten eigentlich tun. Und das lassen wir dann bei uns in die Strategie reinfließen. Und deswegen machen wir ja auch zusammen gerade diesen Podcast, ja, damit die Leute auch besser aufgeklärt sind. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Aufgabe, nicht nur in der Community, sondern eigentlich auch auf Softwarehersteller, der vielleicht ganz, ganz vorne mit dabei ist, zu erklären, was da eigentlich möglich ist, dass Unternehmen dieses Potenzial heben können. Das hast du sehr schön gesagt. Robert, ich glaube, die Herausforderungen bleiben uns nicht aus. Wir werden genug haben zu besprechen. Danke dir schon mal für deine Einschätzung von dieser Woche und ich würde sagen, dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Danke, Sebastian. Ciao. Danke fürs Dabeisein. Ciao.